Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der auferstandene Herr, der in unserer Mitte lebt, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Meine lieben Schwestern und Brüder, herzlich begrüßen wir, Andrea Bauer-Wilden und ich, Sie zu unserem heutigen Gottesdienst. Der heutige Sonntag wird der Weiße Sonntag und Sonntag der Barmherzigkeit genannt. Viele von uns begehen den Weißen Sonntag als den Tag unserer Erstkommunion. Weißer Sonntag ohne Kommunionkinder. Sonntag der Barmherzigkeit ohne Gemeinde, die Gottesdienst feiert. So, meine lieben Kommunionkinder, heute wollen wir besonders an euch denken, denn heute wären einige Gruppen Kerzen und eure Kommunionbilder. Im Evangelium hören wir von Thomas. Wir kennen ihn auch unter dem Namen der ungläubige Thomas. Durch seine Zweifel bestand Gefahr, dass er sich nicht mit der Liebe Jesu anstecken gelassen hat. Aber Jesus hat Verständnis. Er kommt Thomas ganz nah. Thomas darf seine Finger in die Wunde Jesu legen. Auch wir sind eingeladen, Jesus ganz nah zu kommen und ihn nicht nur in der Kommunion in uns aufzunehmen, sondern am besten in unser Leben. So wollen wir Kyrie beten. Herr Jesus Christus, wir können dich nicht sehen. Trotzdem bist du da. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wir können dich nicht hören. Trotzdem bist du da. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wir können dich nicht berühren. Trotzdem bist du da. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse unsere Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die ehrliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hast. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören die Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr noch nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihnen: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in meinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder, ich möchte euch und Ihnen die Geschichte vom kleinen Fisch Emil erzählen. Er glaubte nicht, dass es Wasser gibt, weil er es noch nie gesehen hatte. Der kleine Fisch hatte von irgendwoher gehört, dass Fische zum Leben Wasser brauchen. Da er aber noch nie Wasser gesehen hatte, wollte er aufbrechen, um das Wasser zu suchen, von dem alle erzählten, dass es zum Leben notwendig sei. Alle Freunde, die er aufsuchte, vermochten Emil nicht zu überzeugen, dass er vom Wasser umgeben war. Er glaubte, die anderen wollten ihn zum Narren halten.
Schließlich schickten sie ihn zum Wal Juno, der im letzten Ozean wohnte. 7 Tage und 7 Nächte war Emil unterwegs, bis er zum riesigen, grün bewachsenen Schloss kam, in dem Juno wohnte. Juno hatte schon auf ihn gewartet und sprach: Du bist also Emil, der kleine Fisch, der das Wasser sucht? Ich will dir zeigen, was Wasser ist. Wasser, das die Fische so notwendig brauchen. Leg dich auf meinen Rücken und halte dich gut fest. Emil legte sich auf den breiten Rücken des Wals. Darauf begann Juno aufzusteigen, höher und immer schneller, sodass es dem kleinen Fisch ganz schwindelig wurde. Als der Wal schließlich aufgetaucht war, ragte er wie ein Berg aus dem Wasser. So blieb er auf der Oberfläche liegen und rührte sich nicht. Dem kleinen Emil schien der Kopf zu zerspringen. Er zappelte auf dem Rücken des Wals und es war ihm, als müsste er in der Sonne braten und sterben. Oh, wenn ich doch im Wasser geblieben wäre, suchte er durch seinen kleinen Kopf und dann wurde ihm schwarz vor Augen. Als er wieder aufwachte, lag er auf dem Grund des Meeres, im großen Meeresschloss neben dem Wal Juno. Na, weißt du jetzt, wo das Wasser ist, das die Fische so notwendig zum Leben brauchen? Fragte ihn der Wal und zwinkerte mit seinen Augen. Wenn du deinen Freunden geglaubt hättest, hättest du dir den weiteren Weg sparen können. Das Wasser, das ich so lange gesucht habe, hat mich immer umgeben, erkannte Emil. Nachdenklich schwamm er zurück. Das Wasser ist überall und ganz nah bei mir. Ich brauche es zum Leben. Man könnte denken, dieser Fisch Emil war doch ein Dummkopf. Er glaubte nicht, was er nicht gesehen hatte. Er dachte, dass es Wasser nicht gibt, weil er es nicht spüren konnte. Dabei spürte er es nur deshalb nicht, weil er ständig von ihm umgeben war. Dieses Verhalten Emils finden wir auch bei uns Menschen wieder. Was ich nicht sehen oder hören oder spüren kann, das glaube ich nicht. So war auch Thomas ein Jünger und Freund von Jesus. Thomas glaubte nicht, dass Jesus auferstanden war und wieder bei den Menschen lebte. Wir haben davon eben im heutigen Evangelium gehört. So, meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder, wir können den Apostel Thomas gut verstehen. Ihm erging es wie dem Fisch Emil, als er sagte: Was ich nicht sehe, hören oder anfassen kann, kann ich nicht glauben. Und da geschieht es. Jesus erscheint auch den Thomas. Thomas sieht Jesus, er hört ihn und darf ihn berühren. Diese Geschichte will uns etwas Wichtiges sagen. Jesus liebt alle Menschen. Er liebt auch die Menschen, die sich schwer tun im Glauben. Und noch etwas ist wichtig. Thomas und auch Emil verhalten sich in dieser Situation richtig. Sie suchen mit ihren Fragen und Zweifeln ihre Freunde auf. Thomas spürt, nur in der Gemeinschaft kann er den auferstandenen Jesus erfahren. Auch Jesus sagte schon,
Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns immer wieder im Namen Gottes treffen. Wenn wir Christen zusammen sind und beten, dann spüren wir, der auferstandene Jesus Christus lebt und ist mitten unter uns ist. Meine lieben Schwestern und Brüder, keiner von uns lebt ganz für sich allein. Wir brauchen die anderen Menschen, ohne sie können wir nicht leben. Besonders froh sind, freundlich sein, dann gelingt unser Leben einfach besser. So ähnlich ist es auch mit unserem Glauben. Keiner kann für sich allein glauben, daheim im stillen Kämmerlein. Über meinen Glauben muss ich reden, andere Menschen befragen, in der Kirche davon hören, ihn leben, sonst verkümmert er. Meine lieben Kinder, aber jetzt gerade haben wir es schwer, um andere Menschen zu treffen, begegnen oder Gemeinschaft zu erleben. Nicht sehen und doch glauben ist gerade jetzt sehr wichtig. Glauben, dass wir nicht vergessen werden und glauben, dass wir nicht alleine sind. Wir sind gefordert, neue Wege zu finden. Wie kann ich den Menschen, den ich mag, aber zurzeit nicht sehen kann, zeigen, dass ich an ihn denke? Eine Idee kann sein, eine Postkarte zu schreiben, einen Kuchen oder eine Süßigkeit für die Tür von Verwandten stellen oder in einem Telefonat sich erkundigen, wie es den Freunden geht. So, meine lieben Kinder, was habt ihr schon alles getan, damit andere, zum Beispiel eure Großeltern, merken, dass ihr sie nicht vergessen habt? So, wir wollen gerne an euren Ideen teilhaben. Wenn ihr möchtet, bitte malt uns ein Bild, das beschreibt, was ihr in der Corona-Zeit macht, um Kontakte zu halten. Das Bild könnt ihr in eurer Heimatkirche neben das Kommunionkinderbild oder vor den Altar legen. Nicht sehen, doch glauben, das ist besonders jetzt sehr wichtig und wird von uns täglich gelebt. Meine lieben Schwestern und Brüder, auch Gott geht kreative Wege, um uns zu zeigen, dass er immer bei uns ist. Wir müssen nur aufmerksam sein und die Augen offen halten. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir können ihn spüren, können durch ihn Kraft schaffen und andere davon erzählen, wie der heilige Thomas es auch getan hat. Er setzte sein Leben ein für seinen Herrn und Gott Jesus Christus, den er in Wahrheit erkannt hatte. In seinen Zweifeln kommt ihm Jesus entgegen. Er lässt sich anfassen, er lässt sich berühren. Auch wir können Jesus auf unsere Weise erfahren, auf unsere Weise berühren. So grüßen wir Jesus, der Leid und Sterben überwunden hat, in unserer Mitte. Zu meinen lieben Schwestern und Brüdern, liebe meine Kinder, Jesus wird uns in unserer Lebenssituation begegnen und uns sagen, was er den Apostel Thomas gesagt hat. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Dann können auch wir mit Thomas sagen, mein Herr und mein Gott. Amen.
Thomas hatte darunter gelitten, dass er Jesus, den Auferstandenen, nicht gesehen hatte, wie seine Freunde ihn sehen konnten und ihn nicht berühren konnte. Auch wir erleben gerade eine Zeit, in der wir darunter leiden, dass wir manche unserer Lieben und auch unsere Freundinnen und Freunde nicht treffen dürfen, nicht umarmen, nicht berühren dürfen. Wir erleben eine Zeit der Ungewissheit, wie es weitergeht. Herr Jesus Christus, du hast um Thomas' Zweifel gewusst und bist ihm entgegengekommen. Du weißt auch um uns. So wenden wir uns voll Vertrauen an dich. Für alle, die Angst haben, stärke ihr Vertrauen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die in diesen Tagen schwierige Entscheidungen zu treffen haben, leite sie. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die unter dem Alleinsein leiden, lass sie spüren, dass du da bist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die um ihre Existenz fürchten, stell ihnen Menschen an die Seite, die sie unterstützen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Kranken und Sterbenden, stehe ihnen bei und mache sie stark im Vertrauen auf dich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich, komm uns entgegen. Sieh all das, was uns bewegt. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn. Amen.
Lasset uns beten. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in der Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, lasst uns singen, heilig bist du, Herr und Gott. Erd und Himmel sollen klingen, Vater, dir sei Dank und Lob. Preis sei ihm, dem großen König, der da kommt in Herrlichkeit. Hosianna, Hosianna, hochgelobt in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleute
und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch Und mit deinem Geiste. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja. Lasset uns beten. In uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Meine lieben Kinder, wie eben in meiner Ansprache gesagt, könnt ihr uns hier in eurer Heimatkirche neben das Kommunion-Kinderbild oder vor den Altar legen. Wir freuen uns auf eure Werke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexander Grabasch für die Technik und Hilfe, dieses Messe für uns alle ermöglichen. Ich danke Gregor Schröder als Küster und Kantor Martin Ausum mit den Chor Cambiata und Young Voices für die Bereitstellung der schönen Musikdateien. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder, schon, dass Sie mit uns zusammen diese Messe gefeiert und gebetet haben. Dafür danke ich Ihnen allen ganz herzlich. Bleiben Sie gesund. Ja, letzte Woche hat unser Diakon Michael Horn zum Osterlachen einen Witz vorgetragen und aus Spaß oder aus Ernst wurde ich gebeten, auch einen Witz vorzubereiten. Und ich habe überlegt, liebe Kinder, was so zu euch passen könnte. Ich weiß, dass ihr zu Corona-Zeiten viele Aufgaben von euren Lehrern bekommen habt. Und ein Lehrer, der Religionslehrer, war besonders eifrig und hat den Kindern den Auftrag gegeben, einen Aufsatz zu schreiben über das Thema, was bedeutet Ostern für dich? Und ein Schüler hat es ganz kurz und knapp und bündig formuliert. Er hat gesagt, Ostern bedeutet für mich 2 Wochen lang zum Abendessen nur Eiersalat. Ich hoffe, ihr habt ja nur noch eine Woche vor euch von den 2 Wochen, dass es bei euch nicht jeden Abend nur Eiersalat gibt. Danken möchte ich auch Martin Suhr und seiner Familie, genauso wie Martina Hartkopf, die eure wunderschönen Boote hier in die Kirche gebracht haben und euch, lieben Katechetinnen, die ihr die Kerzen hier uns zur Verfügung gestellt habt, dass wir sie einfach nochmal hier zum Leuchten bringen konnten. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine gute Woche mit viel Sonne. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Warum habt ihr so viele Sorgen? Warum habt ihr Angst vor dem Morgen? Warum habt ihr keinen Mut? Das tut doch keinem gut. Nehmt das Leben Boot. Nichts kann passieren, denn das ist ein Gebot. Fürchtet euch nicht, es wird immer bei euch sein. Gott hat euch Talente gegeben. Seid schlau und benutzt sie im Leben. Seht euch andere Menschen an und was ein jeder kann. Sucht euch Freunde in der Welt, worauf wartet ihr noch? Gemeinsam, da seid ihr stark, denn ihr wisst doch, ihr seid mit Jesus in einem Boot. Nichts kann passieren, denn das ist ein Gebot. Fürchtet euch nicht, selbst wenn ihr glaubt, ihr seid allein, wird er doch immer bei euch sein. Fürchtet euch nicht, selbst wenn ihr glaubt, ihr seid allein, wird er doch immer bei euch sein. Fühlst du dich sehr klein und alleine?
Dann sieh, hier sind große und kleine, alle sind wir hier vereint und jeder ist gemeint. Singt ein neues Lied dem Herrn, worauf wartet ihr noch? Wacht auf und erhebet euch, denn ihr wisst doch, ihr seid mit Jesus in einem Boot. Nichts kann passieren, denn das ist sein Gebot. Fürchtet euch nicht, selbst wenn ihr glaubt, ihr seid allein, wird er doch immer bei euch sein. Fürchtet euch nicht, selbst wenn ihr glaubt, ihr seid allein, wird er doch immer bei euch sein.